So, willkommen zu einem neuen Vlog. Und ja, doch, wir sind happy. Ja, heute geht's weiter. Wir nehmen euch mit zu einem Reisetag von uns. Der wird special. Special, ja, weil, gut, wenn ihr das Video seht, dann wisst ihr es schon. Aber jetzt, in dem Moment, wo wir jetzt das Video aufnehmen, weiß noch keiner, was jetzt genau passiert heute. Und da, wir wissen es schon seit letztem Jahr. Ja. Seit Dezember, glaube ich schon, Ja. was heute passieren wird. Also Januar irgendwie, also schon, wir wissen es auf jeden Fall schon länger, was heute passieren wird. Und es war wirklich, nee, es war eigentlich gar nicht so anstrengend, das geheim zu halten, fand ich. Nee, war nicht schwierig. Wenn man so- Jetzt am Schluss war es ein bisschen schwierig, ja. Wenn man so alleine auf der anderen Welt unterwegs ist, was, dann kriegt es keiner mit, Dann, was du ja. eigentlich in deinen Gedanken Dann so war's noch leicht. ausklügelst. Genau. Doch, also war eigentlich leicht. Nur jetzt am Schluss ein-, zweimal so ein bisschen eine schwierige Situation, wo es so ein bisschen, wo ich dann so, oh nein, jetzt ein bisschen haspeln. Aber ja. Ja, für uns geht's zurück in die Heimat. Über Nacht heute. Heute Abend geht unser Flieger. Wir haben das Zimmer schon geräumt, haben schon gefrühstückt, haben unsere Backpacks jetzt hier stehen und werden uns jetzt mit 2 Busse auf den Weg machen, mit einmal umsteigen an den Flughafen. Und heute Abend um 18 Uhr irgendwas geht unser 18:55 Flieger. geht der Flieger. 18:50 geht der Flieger, jetzt haben wir 10. Genau. Warum wir hauptsächlich diesen Vlog machen, wir wollen euch erstens mitnehmen für die Überraschung, damit die dann wissen, was los war. Und zweitens, wir wollen euch zeigen, wie wir das gemacht haben, damit alle anderen dann wissen, wie wir das gemacht haben, wie wir sie verarscht haben. Also Genau. ziemlich complicated, aber Ja. YouTube-Video anschauen, dann wisst ihr es. Ja, wirklich auch eine Erinnerung für uns, diese Freude. Und wir wollen auch nachher, wenn wir am Flughafen sind, auch nochmal filmen, ein bisschen ein Fazit geben, wie wir uns fühlen und wie das war jetzt die 4 Monate, vielleicht auch für uns einen Rückblick geben und für euch, was jetzt so vielleicht unsere Highlights waren, was nicht so gut lief, was wir vielleicht besser machen wollen, so ein bisschen Feedback geben, ne? Resümee. Yes. Und das machen wir nachher, genau. Und dann fliegen wir jetzt über Nacht und morgen filmen wir dann, wie unsere Angehörige sich hoffentlich freuen, dass wir wieder da sind. Right. Jetzt gehen wir erstmal an den Flughafen. Ja. Und dann haben wir genug Zeit, um zu quatschen mit euch. See you later. Also, wir sind jetzt am Addo-Terminal angekommen und von hier fahren wir jetzt mit dem Shuttle an den Flughafen und der Marco nimmt jetzt dahinter gerade eine Story auf für Deutschland und erzählt ihnen, dass wir über Nacht mit dem Bus fahren, 18 Stunden lang ins nächste Land, dass wir quasi eine Ausrede haben für die ganze Zeit, wo wir jetzt nicht online sind. Gehen wir in den Shuttle und fahren an den Flughafen. Wir sind im Addo-Bus angekommen. Er hat uns gefragt nach unserem Terminal, wer wird anscheinend bis ans Terminal gebracht. Luxus. Luxus. Aber das muss sich ja lohnen. Wir haben schließlich 120 Pesos dafür bezahlt. Ja, schon nicht billig, muss man Der sagen. Flughafen ist, glaube ich, nicht weit weg. Ja,
Ja, also ich war auch ein bisschen schockiert, muss ich ehrlich sagen. Ein bisschen VIP-Mode hier. Ja. Nach gefühlten 10 Minuten Busfahrt sind wir auch schon da und sind am Terminal 4 und haben mittags um 12. Genau, und die anderen, also unsere Follower auf Insta, die wissen jetzt, dass wir erstmal im Bus sitzen, ein paar Stunden, haben noch einen kleinen Fragesticker gemacht, das nicht so auffällig ist. Ja, in welches Land wir als nächstes gehen, wo wir gesagt haben, wir verlassen Mexiko. Was ja nicht gelogen ist, aber in dem Fragesticker ist halt kein Deutschland dabei. Also sie können nur falsch tippen. Ein paar Sekunden später. Wir sitzen jetzt am Flughafen und haben jetzt noch ganz viel Zeit, bis unser Flieger geht. Deswegen wollen wir jetzt selber ein bisschen zurückschauen auf unsere 4 Monate Weltreise bisher. Also wir fangen mit dem ersten Land an, und zwar das war Peru. Was wir jetzt da schlecht fanden und was wir gut fanden. Also ich fand es gut, dass wir sind ja in Lima gestartet, in der Hauptstadt. Und ich fand es geil, dass wir gleich im Hostel gestartet sind, im Mehrbettzimmer. Richtig geil, richtig gut losgelegt und ich muss sagen, es hat uns auch gefallen, gell? Ja, besonders Gustavo. Ja, wir haben da echt coole Leute kennengelernt und auch ein cooler Dude. Und mit dem haben wir immer noch Kontakt und deswegen fand ich das richtig geil. Peru war extrem vielseitig, was mir auch gefallen hat, und die Leute dort in der Hostels waren einfach mega. Und es war einfach das günstigste Land bisher. Also, wer sagt, Kolumbien sei das billigste Land in Südamerika, es ist raus. Es ist raus, Leute. Kolumbien ist nicht mehr das günstigste. Die Busse in Peru waren bisher die besten Busse, die wir auf unseren 4 Monaten Weltreise erlebt haben. Ja. Safe. Auf Genau. jeden Fall. Du fährst halt wirklich längere Strecken mit Bus, also 8 Stunden aufwärts, dauernd durch Peru, weil Peru so bergig ist und du dauernd diese Serpentinen da hoch tuckerst mit 20 km/h. An das muss man sich gewöhnen, wenn man in Peru reisen will. Ja, und dafür waren die Busse dann sehr luxuriös, was das dann wesentlich angenehmer gemacht hat auf jeden Fall. Top. Doch, Peru war top. Was Peru nicht Ja, so ganz, was nicht so gut war, genau. was nicht so ganz geil war in Peru, worauf ich mich eigentlich voll gefreut habe, mit so einem Kutterkahn 3 Tage lang über den Amazonas zu schippern, ohne Empfang, ohne nichts, einfach mal den Dschungel genießen auf dem Kahn. Das wurde ja dann nichts, weil dieser Kahn total überfüllt war mit Hühnern und alles drum und dran, was uns sehr zu schaffen gemacht hat, besonders Selina sehr zu schaffen gemacht hat. Das geht doch nicht. Deswegen sind wir ja auch runter, was vollkommen okay war. Das war so mein einziges Ding, was mir gar nicht gefallen hat in Peru, was aber auch so eine Lernerfahrung ist, weil nur durch solche Situationen wächst man dann. Ja, das war so meine Sicht. Es war so eigentlich das Schlimmste. So, sonst war eigentlich alles gut. Wir hatten auch richtig Glück mit dem Wetter. Also sogar in den Bergen hatte man eigentlich gutes Wetter. Ja, der Standard war halt von den ganzen Ländern, die wir bisher bereist haben, auch in Peru am schlechtesten, kann man sagen. Also in Peru sind sie halt doch noch am weitesten hinten dran mit dem Fortschritt. Aber vollkommen in Ordnung, war tippitoppi, kann man sagen, ja. Umso höher der Fortschritt natürlich geht, umso teurer wird's. Deswegen schätze mir mal, ist Peru halt auch noch das billigste Land gewesen, in dem wir waren, ja. Peru, eins der vielfältigsten und geilsten Länder ever. Ja, Also, und ich fand aber die Speedbootfahrt auch abenteuerlich, werde ich auf jeden Fall nie vergessen. Auch wenn sie nicht komfortabel waren, aber und ich froh war, dass es vorbei war, werde ich es trotzdem nie vergessen und habe es trotzdem als positive Erfahrung in meinem Kopf. dann sind wir eben nach Kolumbien von Peru aus und dann sind wir erstmal von Letizia dann nach Bogotá auch geflogen und Bogotá hat uns mega geflasht, war mega geil. Ja. Wieder eine Food-Tour gemacht. Gleich am Anfang.
wir sind erstmal in die Kulinarik eingetaucht von Kolumbien und ja, war mega geil. War sofort verliebt. Kolumbien, bestes Land ever, was Essen angeht. Ja. Empanadas, Buñuelos, diese Fruit Shakes, was sie da gemacht haben, Alter, boah. Ja. Also, ja, Auch mir war richtig happy in Kolumbien, muss man sagen. Auch die Städte waren top. Unterkünfte, also mit der Unterkünfte war es dann ein bisschen teurer als in Peru. Damit musste man dann auch erstmal gucken. War aber noch okay, war noch in unserem Budget. Also Kolumbien zwar ein bisschen teurer, aber absolut noch in unserem Budget. Ne? mein persönliches Fazit zu Kolumbien, also wir haben jetzt mal nichts wahnsinnig Schlechtes erlebt, finde ich, in Kolumbien. Also es war echt durchgehend eine ruhige und coole Reise durch Kolumbien. Ja. Wenn man jetzt mal so ein Fazit sieht in den anderen Ländern, wo wir jetzt bisher waren, und Peru, würde ich schon sagen, dass Kolumbien das vom Preis-Leistungs-Verhältnis, was die Unterkünfte angeht, das Beste war. Weil in Peru war es natürlich billig, aber du hattest nicht so, der Komfort ist ein bisschen zurückgeblieben. Und in Kolumbien war es dann minimal teurer, aber du hattest schon ein bisschen mehr Komfort. Also Peru ist geil von den Facetten her und vom Land her, und Kolumbien ist wiederum geil, wirklich gut zu bereisen, wenn man nicht so doll auf Komfort verzichten will. Und wir hatten jetzt auch nicht wirklich Angst in Kolumbien, weil immer so die ganzen Leute sagen, Kolumbien sei so schlimm etc. bla bla. Es ist uns nie so vorgekommen, als würden wir uns bedroht fühlen oder irgendwie sowas. Also Nee, wir haben uns nicht unwohl oder unsicher gefühlt. Klar, man muss sich vorher informieren, gerade Medellin oder Bogota, welche Stadtteile sicherer sind für Touristen und welche Stadtteile nicht. Und dann sind wir in das sichere Stadtteil gekommen und da war alles ohne Stress. Also haben wir uns auf jeden Fall nicht unsicher gefühlt oder irgendwas in Kolumbien. Also ganz gegen unsere Vorurteile, die wir mit auf den Weg bekommen haben, dass wir in Kolumbien so aufpassen sollen. Ist gut. safe. Daumen hoch für Kolumbien. Kolumbien, Ja. Daumen hoch. geil. Gut, dann sind wir nach Costa Rica. Danke nochmal an Peter, dass Ja. er uns aufgenommen hat, ein Kollege von mir, den ich noch von früher kannte, der wohnt in Costa Rica, und der hat uns dann aufgenommen, fast 2 Wochen. Ne? Ja, Dickes Danke nochmal an Peter, Magda und Valentina. Ohne die hätten wir nicht so lange durchgehalten in Costa Rica, ja, Costa Rica ist leider nicht in unserem Budget. weil so schön es ist, ja, diese Ja, Artenvielfalt, das ist schön. diese Natur, alles drum und dran. Wir hatten den schönsten Strand ever Immer noch. von den ganzen 4 Monaten, ja, in Samara. Also der schönste Strand unserer Reise bisher war in Samara, Costa Rica. Wenn wir einen schöneren finden, werden wir es euch sagen. Aber es ist halt auch wirklich die Schweiz von Mittel-Südamerika. Dementsprechend sind die Preise genauso wie in Deutschland, wenn nicht sogar noch ein bisschen höher. Deswegen waren wir dort auch nicht so lange. Also waren wir auch nur 2 Wochen und sind dann eben gleich weiter nach Mexiko. Aber das war mein Fazit, jetzt folgt noch hier Frauchen-Fazit. Ja, Samara und auch beim Peter in San Jose war auf jeden Fall unvergesslich. 2 wunderschöne Orte, der schönste Strand und die nettesten Leute in San Jose. Es war auch das einzigste Mal, wo ich geweint habe, als wir gegangen sind. Ja, wunderschön, auf jeden Fall wieder unvergesslich, und mir werde der Peter auf jeden Fall wieder besuchen. Ja. Safe. Nächstes Mal nehmen wir ein bisschen mehr Geld mit. Ja. Komm auch nur 2-3 Wochen nach Costa Rica Und mit mehr Geld. mit mehr Geld. Dann können wir ein bisschen mehr Sachen angucken, Touren machen etc. oder ein Auto mieten oder so. Aber es lag halt einfach nicht in unserem Budget. Nee, eigentlich ja. Das wäre noch Aber es weiter war hinaus. trotzdem schön. Ja, das wäre noch weiter hinausgeschossen. Aber wir haben trotzdem coole Erfahrungen gemacht. Wir waren
privat bei der Familie von Magda zu Hause haben Tamales gemacht. Ja. Alter, das hätte sich niemals... Aber es war schön, ja. Bei Familie daheim, wo sie quasi ihr Weihnachtsessen getestet haben. War schön. Auf jeden Fall. Ja, safe. Auch richtig geile Erfahrung, safe. Und wir das einzigste Mal auf unserer Reise, wo wir vom Flughafen privat abgeholt worden sind. Genau, ja. Sonst mussten wir immer selber gucken, wie wir an unsere Unterkunft kommen. Das war cool. Ja, und dann ging es für uns ja nach Mexiko. Mexiko, Leute. Ja, Mexiko wird jetzt ein bisschen länger. Da machen wir auch länger, ja, wie Peru halt. Also ich halte es von meiner Sicht her mal kurz. Ich finde Mexiko, Land der Tacos, Enchiladas und so, Geht alles, gut. alles geil, ja, richtig geiles Essen. Die Unterkünfte wurden teurer und der Standard gleichzeitig von den Unterkünften niedriger. Digga, was? Digga, was? Digga, was? Ja, Was mir persönlich wirklich gar nicht gefallen hat, mein Travel-Mood ist so ein bisschen nach unten gerutscht, weil es dauerhaft über unser Budget ging und aber die Unterkünfte dementsprechend nicht so aussahen. Also sagen wir so, wenn wir das Geld in Peru ausgegeben hätten, was wir hier ausgegeben hätten, hätten wir Unterkünfte gehabt. Wahrscheinlich Top-Unterkünfte, aber hier für das Geld halt nicht. es war wahrscheinlich auch nur deswegen, weil wir gerade in der Reisezeit von den Amis durch Mexiko sind. Über Weihnachten und über Silvester, ja. Genau, das hat wahrscheinlich auch nochmal dazu beigetragen, dass wir keine richtigen Unterkünfte gefunden haben. Deswegen, ja, Mexiko auf jeden Fall auch schön. Ich fand es jetzt nicht so wahnsinnig. Ich muss nicht unbedingt nochmal herkommen. Fliege ich lieber in die Richtung Bolivien, Argentinien, Chile darunter. Ja, weil die war halt auch noch nie im Arsch. Ja, aber Mexiko Ja, Mexiko muss ist sagen, jetzt für mich... Ich wollte das Essen jetzt nicht mehr missen. Also wir haben jetzt schon viele neue Rezepte gelernt und neues Essen kennengelernt. Das Essen wollte ich jetzt nicht missen. Ich wollte auch den Ausflug zu der Zenote nicht missen. Das fand ich auch mega. Ja, Ich fand, wo wir mit dem Roller fand ich geil. Also es gab schon geile Ausflüge, wo wir gemacht haben. Also auf unserem Ranking nimmt Mexiko auf jeden Fall den letzten Platz ein, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber es war auf jeden Fall auch schön. Es war wirklich das Problem, die Unterkünfte waren halt echt nicht so gut und deswegen, aber die Ausflüge und das Land auf jeden Fall schön. ja, genau. Meine Meinung, ja. Aber ja, wie geht's uns jetzt gerade am Flughafen? Jetzt sitzen wir am Flughafen, darf ich? Ja, Und wir sind gerade eben durchgelaufen am Schild, wo die Flüge draufstehen und da stand dann Frankfurt. Und dann zum ersten Mal habe ich Gänsehaut bekommen, muss ich ehrlich sagen. Okay, krass, ja, es geht jetzt echt heim. Krass. Ich habe auch vorhin ein Video angeschaut von meinem Neffe und habe dann zu ihm dann so gesagt, boah, ich sehe uns wieder. Also ich fühle mich auf jeden Fall richtig happy, dass wir heimgehen. Vom kalten Wetter jetzt nicht unbedingt. Aber ich bin aber auch richtig froh, dass die Reise auf jeden Fall noch nicht zu Ende ist, sondern dass es nur quasi ein anderes neues Land für uns, neu jetzt nicht, aber ein anderes Land, das wir bereisen. Und dann geht es wieder weiter. Es ist auf jeden Fall nicht das Ende und deswegen bin ich happy. Nice. So, du, was sagst du? ja, ich kann mich, Selina, gerade, ja, ich bin ein bisschen mit gemischten Gefühlen. Eigentlich, Mexiko geht mir schon ein bisschen auf den Sack, deswegen würde ich auch gerne irgendwo anders hin. In ein anderes Land, somit fliegen wir ja halt jetzt nach Deutschland zurück. Erstmal, gehen da ein bisschen chillen, da freue ich mich auf jeden Fall auch drauf. Meine ganzen Kollegen, Eltern, Bier, Essen, deutscher Standard halt, sorry. Ein Backofen. Freue ich mich, ja, freue ich mich auf jeden Fall auch drauf. Aber ich freue mich dann auch drauf, wenn es dann zu den nächsten Abenteuern geht Ja. und wir das dann alles wieder dokumentieren können. Ja, also wir sind glücklich, dass wir heimgehen, aber auch glücklich, wenn es wieder weitergeht. Genau. Obwohl ich wieder Angst vor dem Abschied habe. Also wie immer. Das macht das Familienverhältnis. Bei mir ist es halt nicht so. Ich war bei der Marine ein halbes Jahr unterwegs und war dauerhaft irgendwie unterwegs.
bei mir schon verstumpft. Ein bisschen. Und sie ist halt der Family-Mensch von uns und hat halt ihre Family und die Family ist auch toll. Ich kann es verstehen. Und laut. Und laut. Aber ja, ist ja nicht Abschied für immer, sondern in der heutigen Zeit kann man ja immer wieder FaceTime machen. Ja, aber es ist nicht dasselbe. Ja, Weil der Hund versteht es nicht. Wenn der Hund vorm Handy hast, der versteht nicht, dass du da dran bist. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, aber ich freue mich auch, dass es noch wieder weitergeht, dass es noch nicht komplett fertig ist. ja, in diesem Falle habt ihr jetzt auf jeden Fall mal unsere Statements, wie es uns geht und wie es uns gegangen ist in den letzten 4 Monaten und was die Länder so angeht. Und ja, jetzt warten wir noch ein bisschen und dann geht Geht's unser los. Flug nach Deutschland und wir sehen uns dann in Deutschland wieder. Ja. Also, wir haben es durch die Kontrollen geschafft. Er hatte noch, Feuerzeug. ich wollte gerade sagen, er hatte noch 2 Feuerzeuge, die haben wir einfach irgendwo in den Rucksack reingemacht. Es sind halt doch noch Mexikaner, die das kontrollieren, keine Deutsche. Und ja, jetzt wollen wir noch hier uns ein bisschen die Zeit vertreiben und dann gehen wir ans Gate. Jetzt sitzen wir schon 3 Stunden hier und jetzt heißt, wenn wir es richtig verstanden haben, dass wir noch 40 Minuten Verspätung haben. Yeah, baby, if you are feeling like I do, we could run away across the ocean. Baby, what you say? We can leave today. Anywhere we'll go, we'll be alright. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Kalt. Ja. Aber wir sind da. Wir sind da. Deckband in Frankfurt. Oh Jesus. Yeah. Ja, Hier ist kalt. ja, wir haben eine Stunde Verspätung. Und die ersten 3 Stunden nur Turbulenzen. Das ist wieder typisch. Weißt, steigst in den deutschen Flieger, hat er Verspätung. Das ist genauso wie mit der Deutschen Bahn. Genau das Gleiche. Wir hatten sonst nie Verspätung, bei keinem Ja, das Flieger. stimmt, echt. Also wir hatten in den Und- 4 Monaten noch nie Verspätung, das Genau. stimmt schon, und, ja. und was macht der Deutsche? Er hat wieder Verspätung. Ja. Ja, auf jeden Fall hatten wir die ersten 3 Stunden nur Turbulenzen. Es war ein bisschen, naja. Dann konnte ich 3 Stunden schlafen und dann war ich 2,5 Stunden noch wach. Das war mein Flug. Ja, das Gepäckband ist jetzt noch nicht an. Jetzt warten wir noch auf unser Gepäck. Und dann werden wir von 2 Personen, die eingeweiht sind, werden wir dann abgeholt. Sind auch schon da, ne? Genau, also vorher überlegen, wer euch abholt. Ja, vor allen Dingen auch ruhig sein kann zu den anderen. Ja, die sind die einzigsten 2, die es wissen. Standing on the porch in the night, thinking how we used to be way back in time. In time. Barefoot on the grass, open skies. I can feel it every time I close my eyes. Hat er gesagt, links. Alter. Geil. Willkommen in Deutschland. Wie
Ist das Abend noch gebaut? Ja, wir haben Mit einer Fliege. Alter, geil. Hi. Dankeschön. Hi, hi. Echter Hammer. Geil. Geiler Typ. Geiler Typ. Ja. So, Fazit Leute, wir haben jetzt geparkt und hier ist ein Umzug und Schatzileins Phasenverein läuft da mit, beziehungsweise ist mitgelaufen. Jetzt müssen wir versuchen, die zu überraschen, weil die ja gar nicht wissen, dass wir da sind. Wir hoffen, dass wir jetzt so durchkommen. Die Musik läuft da. Nee, die kommen um. Die kommen um. Siehst du? Ich schwör's. Also, wenn ich mich nicht derbe verliebt habe. Unsere Musik ist genau unsere Musik. Unsere Playlist. Unsere Playlist. Das Lied lässt sonst keiner laufen. Jetzt wird's spannend. Das ist unsere Musik, das ist genau unsere Musik. Es wird lauter, es wird lauter. So, da wird, Alter, mein Herz rast total, gell? Komm runter jetzt. Ich schwöre, das wird hart. Das wird ziemlich hart. Perfekter kann man es nicht machen. Ja. Was sagen wir, wenn wir rauskommen? Jetzt bis noch 5 Minuten. Taschen 1, 2, 3. Überraschung! Never alone. Never alone. Ich denke, welcher Spaß rennt das so dumm raus, Alter? Der Wiener. Schon wieder 10 Jahre. Nee, Mann. Ich hab gedacht, wir sind immer in Deutschland. Alter. Was genau passiert hier? Alter. Nee, das glaub ich nicht. Alter, hast du Mama schon gesehen? Nein, ich hab hier noch gar nichts. Alter, die Dinger fehlen, der Magiesbus. Hey, als ob, Alter. Ja, Schnorlo. Ja, und ich hab doch gedacht, er hat jetzt keinen Bock mehr, was ist jetzt los? Hab ich noch gedacht. Und Katrin dann noch. Ja, dann nächstes Jahr wieder. Bleibt ihr hier? Wusste sie das? Wusste sie das? Bleibt ihr hier? Der einzigste. Und Boris. Ja, Nein! Der muss Alter! Dafür kriegst du Platz. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Okay, also Überraschung geglückt, der Rest kommt später. Das Schild nimmt das ganze Licht, Alter. Es ist einfach geil. Es ist geil. Ich bin eine halbe Stunde, habe ich das Ding Alter, am Carsten, Flughafen hast du ein gekauft. kleines Gesicht. Ich war's ganz
Also, Final Step. Wir gehen jetzt da rein und hoffen, dass Selinas Mama zu Hause ist. Und ja, kommt jetzt gleich. Let's go. No, God! No, God, please, no! No! Überraschung? Ja, das war's. Ich weiß es nicht, wieso sind wir da? Oh nein! Ich weiß es nicht. Die Seite jetzt Mexiko und weiß jetzt ja nicht verraten. Er ist auch überrascht. Dann fahren sie uns da, oder wie? Jungs, das ist 4, 5 Wochen da. Ja, schade. Jetzt seht ihr nach dem kalten Wetter. Ja, hallo! Ja, ist voll klar. Oh Gott. Das ist dann nichts. Das vergisst du jetzt. Was ist passiert? Was ist los? Warum jetzt schon? Das Baby hinter Ich hab gehört, da Hüppe gibt's noch Bier. Ja, das gibt's ja nicht. Was suchen denn hier schon noch? Ja. Lieber Herr Gesangmann. Hi. Was ist jetzt echt geblieben? Bin ich mittig? Oder du musst auch noch drauf? Ja, mittig geht nicht ganz. Ich meine nur, weißt du, oder halt, ja, jetzt steht sie besser vor den Stern so. In Costa Rica. Profi. Wir haben auch VIP-Mode, weil wir direkt hinten sitzen. Ja, wir sitzen am Scheißhaus. Genau. Wie sagt man, wenn man was zeigt? Und rechts, links sehen Sie. Le Toilette. Les Toilettes. Und ich hätte gesagt, wir fangen einfach vom Anfang an. Und unser erstes Land war Peru. Was soll das jetzt? Peru. Also, okay, ich fange mal von vorne an. Dort sind sie halt noch. Was war das? Das Quietschwägisch. Ja. Ja. Dann sind wir ja rüber nach Kolumbien. Und Zum ersten Mal dann geflogen. Nochmal von vorne, sag nochmal. Also für den, oder? 3 Stunden circa. Alle beide Verkehrsmittel. wie auf der Autobahn hier. Wie auf der Autobahn hier. Wie lange soll ich eigentlich filmen? Weiß nicht, ich wollte eigentlich Masterquellen, ich werde schon irgendwas wissen, aber doch nicht. Willst du noch was sagen? Ja, wir freuen uns. Sonst noch was? Du freust dich nicht. Habe ich nicht gesagt. Ich freu mich auf Carsten Gut, und ja. aufs Bier. Aber erstmal auf Carsten. Ja, erstmal auf Carsten. Gut. Und unseren Fan, Ja. den er mitbringt. Genau, das sollten wir auch noch mit reinnehmen ins YouTube-Video. Ja, die kommen dann später. Stimmt, die kommen später eh mit rein. Ja. Ja. Willkommen vom Gepäckband. Nee, warte, falsch.
Soll ich auf die Straße gucken? Halt's Maul, wenn du mich filmst, muss ich da hingucken. Film Kamera geil. Hallo. Wie drehe ich das wieder? Dreimal 1, 2, 3. Darf ich jemanden grüßen? Ich möchte einmal grüßen, einen Andreas, einen Annette und einen kleinen Neo auf Fuerteventura. Hallo.